Hey! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pete spielt Minecraft. Wie ihr sehen könnt, habe ich mittlerweile einen Zombie-Spawner gefunden. Endlich habe ich eine nutzbare Variante gefunden, um XP zu farmen. Der ist im Moment nur, sehr mittelmäßig gut aufgebaut. Der ist bis jetzt einfach, weil ich, als ich hier ankam, nur einen Wassereimer dabei hatte, so aufgebaut, dass mit einem Wassereimer alle Zombies in eine Ecke gespült werden. Und sie kriegen noch keinen Schaden. Ich muss das komplett alles manuell weghauen. Und genau das ist quasi der Plan für heute. Ich will den Zombie-Spawner besser machen. Hey, der Boy hat meine Fackel geklaut. Ich habe auch schon eine Idee, was ich mit denen machen will. Weil ich gern probieren möchte, ob, wenn ich die alle in Drowned umwandle, ob die mir dann tatsächlich Kupfer droppen können. Aber, damit wir irgendwas mit denen ordentlich machen können, brauchen wir erstmal Soul Sand. Außerdem würde ich ganz gern auch ein bisschen Glowstone haben, damit ich hier an die Seiten überall Lampen installieren kann, dass ich den einfach auf Knopfdruck ein- und ausschalten kann, den Spawner. Das heißt, ich kann mich nicht länger davor drücken, wir müssen uns endlich in Richtung Nether aufmachen. Von dem Spawner aus geht es basically einfach nur ein paar 100 Blöcke geradeaus. Hier ist so ein kleiner See und hinter dieser Berg da drüben ist der Berg, auf dem ich mich über Ziegen gefreut habe, und direkt hinter dem Berg, also von dem Berg aus, kann man schon meinen Turm sehen. Also ziemlich komfortabel nah. Die Zombies haben mir im Übrigen nice Schuhe gedroppt, die ich im Nether anhaben werde. Die sind zwar fast kaputt, ich hoffe mal, dass die den Trip überleben, aber die haben einfach Feather Falling 4. Außerdem ist Gold im Nether zu tragen ganz gut, weil mich dann die Piglins in Ruhe lassen. Also ich schau kurz, was ich für Enchantments bekomme, dass ich nicht mit über Level 30 in den Nether gehe und potenziell in Lava hüpfe. Okay, Power 4, Infinity und Unbreaking 3. Awesome. Das ist besser als der Bogen, den ich mal von dem Skelett gedroppt bekommen habe. Amazing. Ich schätze, ich packe erstmal temporär zumindest das Portal einfach in eine der Höhlen, die wir direkt neben unserem Home haben. Dass ich es hier einfach in das Dead End baue, schätze ich. Alright. Time to hopefully not die. Wait. Ich habe schon wieder was vergessen. Ich muss nochmal zurückgehen. Ich hab meine Silk Touch Spitzhacke nicht dabei. Die will ich dabei haben, weil ich auch Glowstone brauche. Alright. Dann Zeit qualvoll zu verbrennen? Hoffentlich nicht. Off I go. Ich meine, dafür, dass der Hauptgrund, weshalb ich hier bin, Soul Sand ist das ein erstaunlich praktischer Anfang für den Nether. Ich muss anscheinend ein bisschen buddeln, um irgendwas anderes finden zu können, aber ich kann komplett risikofrei alles an Soul Sand, was ich jemals gebrauchen werde, abbauen. So, that's nice. Ich baue mir außerdem einfach hier mal eine Kiste hin, damit ich irgendwie Stuff absichern kann, den ich nicht unbedingt brauchen werde, solange ich hier bin. Und ich glaube, ich nehme den Shader actually kurz raus, damit man hier einfacher sehen kann, sonst wird es, glaube ich, etwas dunkel. Ich meine, da ich in die Richtung einen Gast höre, nehme ich an, dass ich mich einfach hier lang rausbuddeln kann. Maybe not. Help, I'm stuck. How I get out? Ich meine, wenn ich einfach lang genug buddel, muss ich irgendwann garantiert rauskommen, ha? Ah, perfekt. Yeesh. Wir sind halt in einem Soul Sand Valley. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Glowstone gibt. Glowstone und Blaze Rod stehen halt auf meiner Nether Shopping List. Da ist ein Magma, aber Glowstone sehe ich immer noch nicht. Hey, da ist einer von den komischen Stridern. Gee, ich dachte, wenn ich mich lang genug hier lang buddel, komme ich irgendwann garantiert raus, aber I don't know, maybe that theory is not correct. Oh, ich habe endlich lang genug gebuddelt, dass ich nicht mehr irgendwo im Erdboden im Nirgendwo bin.
Sheesh, das war ein merkwürdiger Nether-Anfang. Okay, jetzt wo ich den Nether-Trip hinter mir habe und alles habe, was ich dazu brauche, kann ich den Plan für die Zombie-Farm erklären. Man kann Drowned halt entweder einfach natürlich spawnen haben, weil die im Meer oder in Flüssen einfach so spawnen können. Aber ansonsten kann man auch Drowned bekommen, indem einfach, wenn Zombies 30 Sekunden den Kopf unter Wasser haben, fangen die an, sich zu verwandeln in Drowned. Und theoretisch müssten die dann immer noch die gleiche Droplist haben. Also rein theoretisch könnte ich meinen Zombie-Spawner wahrscheinlich einfach in den Drowned-Spawner umkonvertieren. Die Idee ist quasi, dass ich die, wie der Standard ist, einfach erstmal 23 Blöcke mit einem Bubble Waiter hochschicke. Damit sie dann, wenn sie von da runterfallen, nur noch einmal mit dem Schwert angeschlagen werden müssen und dann sind sie weg. Das mache ich dann, schätze ich, mit meinem Looting-Schwert, damit ich eine höhere Chance auf Kupfer habe. Und nachdem die den Bubble Waiter hoch sind, müssen die halt einfach 30 Sekunden lang durch Wasser sliden. Das heißt, die Idee ist, dass ich eine Soul Sand Spur mache, auf der Half Slabs liegen, weil durch Half Slabs kommt tatsächlich der Soul Sand Slowness Effekt immer noch durch. Deswegen bleiben sie dadurch länger im Wasser. Darüber kommt ein Feld frei durch Science. Und dann darüber kommt mein Wasser, damit, wenn die aufrecht stehen, haben die durchgehend den Kopf da drin. Das heißt, die werden hier durchgetrieben. Dadurch, dass Soul Sand drunter ist, kann ich die Strecke möglichst kurz lassen und sie bleiben trotzdem 30 Sekunden drin. Und dann sollten sie alle zu Drowned werden. Und dann droppe ich sie einfach 23 Blöcke runter. Damit ich sie dann nur noch einmal schlagen muss. Und jiha. Profit. Probably. Zeit, automatisch Kupfer zu bekommen. Well, halbautomatisch. Ich muss sie, schätze ich, immer noch manuell einmal anhauen. Alright. Ich glaube, dass es jetzt theoretisch funktionieren sollte. Ich habe den Wasserstrom jetzt geändert. Ich habe erstmal überall rundherum jetzt Redstone-Lampen. Das heißt, ich habe draußen einen Schalter, mit dem ich den Spawner effektiv ein- und ausschalten kann. Dann werden die Zombies hier runter gepusht. Ich habe hier Treppen hingepackt, weil ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Aber ich habe irgendwann gehört, dass die manchmal, wenn da volle Blöcke sind, wenn die wo runterfallen sollen, da einfach dran stehen bleiben, weil die effektiv auch sneaken können. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber Treppen sollen auf jeden Fall helfen, dass die tatsächlich runterfallen. Dann gehen sie hier durch. Da unten ist eine Wall drin, damit die quasi auf einem halben Block sind und dann direkt auf den Soul Sand gepusht werden, damit ich da die Science machen kann und den Wasserstrahl von dem Soul Sand abblockieren kann, dass der nicht hier zurückfließt. Dann kommen sie hier rein und werden hochgewuscht. So, und dann ist hier oben meine nicht sehr hübsche, aber rein theoretisch sollte sie funktionieren, meine Drowned-Mach-Struktur. Da ist überall Soul Sand unter den Half Slabs. Da hinten ist noch nicht zugebaut. Let me fix that. Theoretisch muss hier aber kein Dach drüber sein, weil die können ja nicht verbrennen, weil sie in Wasser sind. Und in meiner Creative-Welt zumindest haben die nie versucht, überhaupt rauszuschwimmen, weil Mobs anscheinend das einfach nicht mehr machen. I don't know. Auf jeden Fall sollte es, I guess, rein theoretisch jetzt funktionieren. Heißt, hier muss noch ein Dach drüber sein, weil sie halt hier nicht mehr im Wasser sind. Theoretisch kann ich einfach meine Blöcke jetzt hier raushauen. Und dann unten den Schalter umlegen, dass das Licht ausgeht. Und dann sollten die hier praktisch. Goodbye, you guys. Oh, der Boy steckt da fest. Sollen wir nachhelfen? Goodbye. Theoretisch müssten wir jetzt nur hier drin warten und früher oder später sollte ein Drown kommen. Es wird halt nicht die... Oh. You are a normal zombie. Der auf einen Schlag runter ist, aber der wurde schon mal nicht zum Drowned. Ha. Vielleicht muss ich einmal die Strecke nur länger machen. Ich habe die Strecke genauso lang gemacht, wie ich es in meiner Creative-Welt gemacht hatte und mein Bubble Waiter ist hier länger. Deswegen merkwürdig, dass das hier nicht ausreicht. Ich meine, dass einfach ein paar Blöcke länger zu machen, sollte theoretisch nicht das Problem sein. Keine Zombies sind übrigens ein Problem. Ja, keiner von denen wird zum Drowned. Ich schätze, ich muss die Strecke einfach noch länger machen.
Okay, Guys, es gibt ein klitzekleines Problem in meinem Genius-Design, was ich nicht ganz bedacht hatte. Ich habe es jetzt noch einen Block weiter runtergesetzt, deswegen turnen die sich tatsächlich jetzt in Drowned. Zumindest die meisten, bei manchen geht es irgendwie nicht. Aber ihr seht, ich habe jetzt tatsächlich viele Drowned hier. Aber was ich irgendwie nicht ordentlich mit einberechnet hatte, war, die heilen sich komplett wieder voll, nachdem sie sich verwandeln. Das wusste ich sogar. Ich glaube, das habe ich sogar gesagt, als ich einen Zombie mit einem Bogen in den Wasserfahrstuhl hochgeschossen habe. Aber ich habe irgendwie nicht bedacht, dass die Verwandlung braucht ja auch noch mal eine Weile. Deswegen verwandeln die sich erst nachdem die hier runtergefallen sind und sind dann nicht mehr auf einen Schlag, sondern die haben jetzt wieder komplett volles Leben. Also theoretisch würde es funktionieren, dass ich hieraus Kupfer bekommen könnte, aber halt nicht wirklich effektiv, dadurch, dass die alle komplett full health sind. Also ich schätze, dieses Design muss noch weiter überarbeitet werden. Und ich baue, schätze ich, erstmal einfach eine ganz klassische, stinknormale Trap, die nicht 80 Jahre oben hält, sondern die sie tatsächlich einfach ohne Soul Sand einmal hochpusht und dann sofort wieder runterfallen lässt. Damit es effektiver ist, weil das mit den Drones sowieso nicht so richtig funktioniert. Well, I tried. I thought I was being smart. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Ich dachte, man kann Axolotl nur in Wasser finden, aber ich bin gerade einen Mineshaft am Erkunden, der actually direkt neben meinem Zombie-Spawner war und well, da hat einfach ein kleiner Freund drin gechillt. Huh, interesting. I guess, wir haben jetzt eine Axolotl. Amazing. Heck yeah, meine Haustiersammlung wird von Tag zu Tag größer. Und direkt neben dem Axolotl auch endlich meine erste Mineshaft-Kiste. Do I get glowberries? I did it. I did it, you guys. I finally found the good stuff. Mit unseren XP-Problemen aus dem Weg, wenn auch nicht ganz so cool gelöst, wie ursprünglich der Plan war, aber wir bekommen jetzt XP, wird es Zeit, sich um das nächste Problem zu kümmern. Ich habe noch keine ordentliche Essensquelle. Zeit, etwas Cooles in den Berg da drüben zu bauen. Ich sollte alles, was ich brauche, in meinen 2 Lamas haben. Dann starten wir die Timelapse. Oh El Pollo Diablo, bitte erhöre meine Gebete, verschone mich und meinen Hund und meine restlichen Tiere und gib uns Nahrung. Akzeptiere diese Handvoll deliziöser Körner und nähre meinen schwachen Körper. Ah yeah. Leute, wir haben jetzt einen Teufelshähnchengott in unserer Welt. Gern geschehen. Ich bin sehr proud auf dieses Hähnchen, also seid vorsichtig, was ihr darüber sagt. Wir haben jetzt ein Hähnchen, wo man hier Seeds reinwirft. Und dann droppt es einem 16 Hähnchen. Es hat gerade nicht 16 Hähnchen gedroppt, weil es noch nicht lang genug läuft, um genug Hähnchen dafür drin gehabt zu haben.
Aber, it's working. Ich habe es genug mit Nicht-Hähnchen-Items probiert, um garantieren zu können, dass es funktioniert und es jedes Mal 16 raustropft. Aber Hähnchen-Items müssen halt gerade noch genug angesammelt werden. Und genau rechtzeitig, weil ich bin auf meine letzten 4 Potatoes runter. Okay, schauen wir uns das Genius Redstone dahinter an. Okay. Hier unter dem Heuballen, wo man seine Seeds drauf wirft, ist ein Minecart mit Hopper, weil es durch den Block die Seeds einsammeln kann. Darunter ist dann ein normaler Hopperfilter, der halt checkt, dass es Seeds sind. Also nur Seeds werden akzeptiert. Alles andere habe ich noch nicht angebunden, aber soll dann hier in den Dropper, der dann einfach in Lava alles droppt, was reinkommt, wo dann auch die Seeds reinkommen, damit es keinen Overflow gibt. Okay, wenn ein Seed durchkommt, wird das Signal hier weitergeschickt, geht hier rüber, dann dreht es sich einmal in das hier schickt durch die Comparator Clock quasi das Redstone-Signal davon, deswegen geht es da 16 Mal durch, weil Redstone-Stärke normal 15 ist. Deswegen wird das Signal einmal das Originalsignal von dem Observer hier aufgefasst und dann noch 15 Mal hiervon. Deswegen kriegen wir 16 Signale, das geht hier an unseren Dropper, wo die Hähnchen reinkommen. Dann splittet sich weiter hier rüber, was wahrscheinlich umständlicher ist, als es sein müsste, aber das hier ist basically einfach nur ein Toggle. Der Comparator notice halt jedes Mal, wenn da was drin ist, das heißt, wenn hier ein Signal durchkommt, kommt in den Dropper das Item, dann schickt der Comparator ein Signal raus. Das unlockt diesen Hopper, aktiviert damit eine Hopper Clock. 9 Items habe ich rausgefunden, scheint das Optimum zu sein. Basically die Hopper Clock ist dafür, damit tatsächlich die 16 Items alle rausgetropft wurden, ehe meine Slime Launcher losgehen. Sobald hier der Hopper leer ist, also wenn die Hopper Clock einmal durchgegangen ist, wird ein Signal zurückgeschickt und dann resettet sich einfach der Toggle hier wieder, damit das wieder gelockt ist. Hier drüben sind halt da unten ein Sticky Piston mit einem Slime Block drüber. Und da oben, das launcht die Items dann tatsächlich raus. Also der Dropper droppt echt 16 Items da drauf. Dann durch die Hopper Clock geht, sobald die Hopper Clock einmal durch ist, geht der Redstone Block hier rüber und schickt das Signal hier durch rüber an die 2 Sticky Pistons. Das heißt, sobald 16 Items rausgekommen sind, geht erst der untere hoch und pusht die Items hoch und dann hier mit dem Repeater auf dem zweiten kommt es dann mit dem richtigen Timing bei dem an und dann bloop, pusht er die Items weiter vor. An den Dropper hier hinten ist halt die typische Hähnchenfarm angeschlossen, die einfach da einen Berg Hähnchen drin hat, die auf einem Hopper stehen und damit in einen automatisch immer abfeuernden Dispenser ihre Eier füllen. Und man sieht es nicht, weil da ein Hopper-Minecart draufsteht, aber da ist eine Half-Slab drunter, weil Babyhühnchen füllen nur einen halben Block aus. Das heißt, sobald die groß werden und tatsächlich Meat droppen können, kommen die in die Lava. Und dadurch, dass wir eine Hopper-Minecart da haben, was die Items schneller und effektiver ansaugt als ein normaler Hopper, kommen die Items tatsächlich alle rein, ehe sie oben verbrennen können. Weil es mir noch zu langsam lief mit nur den 24 Hähnchen, also ehe Entity Cramming losging, habe ich hier einen Trick genutzt, den ich gefunden habe, womit man am Entity Cramming vorbeikommt. Also Entity Cramming ist basically, sobald 24 Kreaturen in einem Block sich befinden, stirbt immer eine. Also es können nicht 24 Kreaturen drin sein. Deswegen haben wir, da sind mittlerweile, glaube ich, müssten um die 60 Hähnchen drin sein. Dadurch, dass einfach durch den Dispenser hier Eier und somit Babyhühnchen an die Leiter gehauen wurden, zählen die nicht als in dem Block sein, sondern hängen alle an der Leiter fest. Deswegen kommen wir am Entity Cramming Limit vorbei und haben da sehr viele Hähnchen drin. Wenn ich es richtig sehe, sind sogar einige noch Babys, also es wird irgendwann noch effizienter. So, dann ist hier noch ein Itemfilter für die Hähnchen, weil wir halt nur Hähnchen in unseren Dispenser wollen. Und hier habe ich noch nicht angeschlossen, aber alles, was kein Hähnchen ist, aka Federn, läuft dann hier rein und soll dann auch in ein Lavafeld einfach dispensed werden, damit wir keinen Overflow bekommen. Aber yes, this is my genius creation. The best thing I've ever built in this game. The peak of Minecrafting. Auf jeden Fall, sobald die Hähnchen alle aufgewachsen sind, die die Eier legen, sollten wir kein Problem mehr mit Essen bekommen, weil es wahrscheinlich locker in der Zeit, in der ich 16 Hähnchen aufesse, 16 neue Hähnchen produziert hat. Also, Nahrung sollte kein Problem mehr werden. Muss einfach nur regelmäßig zu unserem Amazing Schrein für El Pollo Diablo zurückkommen.
Natürlich auch als ordentlicher Schrein dekoriert. Mit ein paar Kerzen, Blümchen wurden hinterlassen. Dann natürlich, weil es ein Hähnchen ist, eine Ansammlung an Seeds. Und sollte man herkommen und keine Seeds dabei haben, kann man auch einfach eins davon abbauen und bekommt genug Seeds, um sich sein Hähnchenfleisch abzuholen. It's perfect. It's my masterpiece. And I love it. Es checkt halt gerade, ob man Seeds reingeworfen hat, und wenn man irgendwas anderes reinwirft, passiert einfach gar nichts. Dadurch, dass es halt den Itemfilter für Seeds drin hat. Es wäre halt ganz cool, wenn es tatsächlich auch irgendwas machen würde, wenn man etwas reinwirft, was El Pollo Diablo verärgert. Aber ich weiß noch nicht so wirklich, was ich stattdessen als Effekt triggern könnte. Es wäre nice, wenn es irgendwie einen punishen würde, wenn man was Falsches reinwirft, aber ich wüsste nicht genau, was es machen sollte. Also, Leute, falls ihr irgendeine coole Idee habt, was El Pollo Diablo machen könnte, wenn man irgendwas anderes reinwirft als ein Seed, hinterlasst sie in den Kommentaren. Und wenn es nicht meine Redstone Prowess übertrifft, werde ich es umsetzen. Das Einzige, was mir noch einfiel ist, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, müsste ich ausprobieren. Wenn Dispenser Feuer platzieren können und die Feuer potenziell durch einen Block platzieren können, dann könnte ich auf dem Block hier, wo man basically auf seine Belohnung wartet, unten drunter einen Dispenser tun, und wenn man was Falsches reingeworfen hat, zündet es halt den Block über einen an. Wir können es actually kurz ausprobieren gehen, I guess. Okay, wenn ich da jetzt einen Flint and Steel reinlege und dann... Hat es das rausgepusht? No, das heißt, es würde Blöcke anzünden, aber... Oh, es kann aufdimmen. Okay. Das funktioniert halt nicht so gut. Dann müsste da ein obvious Dispenser im Boden sitzen. Es wäre cooler, wenn es irgendwas komplett Verstecktes sein könnte, dass man legit dasteht und abwartet, sein Hähnchen zu bekommen und dann Surprise! Something else happens, weil du den Gott wütend gemacht hast. Vielleicht seid ihr kreativer in der Weiterentwicklung von El Pollo Diablo als ich. Ich habe nur den netten Teil unseres Hühnergottes gemacht. Aber mit diesem Stück an Redstone Prowess und diesem wunderschönen Hähnchenkopf, der sie verziert, würde ich sagen, war das auch genug für eine Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Lasst euch nicht von El Pollo Diablo aufessen. Tschüss!